Schließe die Augen und komm mit Mina auf ein magisches Gute-Nacht-Abenteuer. Die fliegenden Bücher. Es war eine ruhige Nacht. Mina lag in ihrem Bett, doch sie konnte nicht schlafen. Etwas fühlte sich anders an. Sie blickte sich um und da auf ihrem Schreibtisch lag ein altes Buch. Es hatte einen goldenen Einband und glitzernde Buchstaben, die in der Dunkelheit schimmerten. Das Buch habe ich hier doch nicht hingelegt. Kaum hatte Mina ihre Finger auf den Einband gelegt, begann das Buch sanft zu vibrieren. Plötzlich öffneten sich die Seiten von selbst und ein goldener Lichtschein strömte aus ihnen hervor. Bevor Mina wusste, wie ihr geschah, wurde sie sanft nach vorne gezogen. Der Raum um sie herum verblasste. Und als sie die Augen öffnete, stand sie in einer riesigen, schwebenden Bibliothek. Überall flogen Bücher durch die Luft. Ihre Seiten raschelten leise, als ob sie miteinander flüsterten. Wow, wo bin ich? Das ist unglaublich. Willkommen, Mina. Du bist in der Bibliothek der vergessenen Geschichten. Hier wohnen alle Geschichten, die auf der Welt geschrieben wurden. Mina sah sich um. Überall hingen riesige Regale in der Luft und die Bücher schwebten wie Vögel umher. Doch dann bemerkte sie etwas Seltsames. Warum liegen so viele Bücher auf dem Boden und sie haben keine Worte mehr? Die fliegenden Bücher wurden plötzlich ganz still. Eines von ihnen senkte sich langsam auf Minas Hände. Sie schlug es auf und sah nur leere Seiten. Unsere Geschichten sind verschwunden, Mina. Die Worte haben sich versteckt. Ohne sie sind wir nur leere Hüllen. Dann müssen wir sie finden. Ich werde euch helfen. Das Buch klappte aufgeregt zu und flatterte in die Luft. Die Worte sind noch hier, aber sie haben sich versteckt. Nur jemand mit Fantasie kann sie sehen. Mina blickte sich um. Plötzlich sah sie es. Kleine, leuchtende Buchstaben, die zwischen den Regalen wie Glühwürmchen schimmerten. Da, ich sehe ein Wort. Sie fing es vorsichtig ein. Es schwebte in ihrer Hand und begann zu glühen. Abenteuer. Das gehört sicher in eine Geschichte. Als Mina das Wort behutsam in ein Buch legte, begann es zu leuchten. Und auf den Seiten erschienen wieder Buchstaben. Mina sammelte immer mehr Worte. Magie, Freundschaft, Mut. Jedes Wort brachte ein Buch zurück zum Leben. Die Geschichten kehrten zurück. Mina, du hast es geschafft. Die Bibliothek lebt wieder. Das war unglaublich. Jedes Wort war wie ein kleiner Funke Magie. Die Bibliothek erstrahlte in goldenem Licht und die Bücher flogen wieder glücklich durch die Luft. Plötzlich spürte Mina, wie sie leichter wurde. Ein sanfter Wind zog sie zurück. Und bevor sie es merkte, lag sie wieder in ihrem Bett. War das nur ein Traum? Doch als sie unter ihrer Decke nachsah, lag ein kleines Buch auf ihrem Kissen. Auf der ersten Seite stand geschrieben: Jede Geschichte beginnt mit einem Wort. Dann werde ich noch viele lesen. Und vielleicht auch mal eine eigene schreiben. Mit einem glücklichen Lächeln kuschelte sich Mina ins Bett. Und während sie langsam einschlief, wussten die Bücher, die Geschichten würden niemals verloren gehen. Gute Nacht, kleine Träumer.